Die Zeit, wo der Fotofilm 30 Bilder hatte und jedes Bild überlegt gemacht wurde, sind vorbei. Im Laufe der Jahre knipst man heute, was das Zeug hält, mit seinem Smartphone und oft stellt sich die Frage, wie sichere ich meine Fotos am bequemsten? Bleibt dran, nach dem kurzen Intro geht es gleich los. Hi, Servus und herzlich willkommen auf CBTube. Schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Mein Name ist Chris und ich stelle dir heute Amazon Prime Fotos vor. Bilder begleiten uns ein Leben lang und helfen uns, schöne Erlebnisse nicht zu vergessen. Deswegen ist Bilderordnung wichtig. Apropos, der Link zum Videoordner erstellen, nie mehr Bilder suchen, findest du hier oben rechts. Aber das Archivieren und Speichern von wichtigen Ereignissen ist genauso wichtig oder noch wichtiger. Hier hat Amazon eine gute Funktion. Amazon Prime Foto. Das ist eine Funktion, die du auch kostenlos mit dem Abo Amazon Prime nutzen kannst. Und wenn du schon Amazon Prime hast, dann nutz auch diese Amazon Foto Funktion. Was ist Amazon Foto? Mit Amazon Foto kannst du deine Bilder auf Amazon speichern ohne begrenzten Speicherplatz. Für Videos stehen dir allerdings nur 5 GB zur Verfügung. Du hast damit dann auch den Vorteil, weil deine Bilder dann in der Cloud sind, dass du deine Bilder überall, wo du diese App auf deinen Geräten installiert hast, ansehen kannst. Auch kannst du bestimmte Ordner oder Bilder mit anderen oder mit deiner Familie teilen, die Amazon Foto nutzen. Die Fotos werden in Originalqualität gespeichert und so kannst du zum Beispiel alle Bilder von einer Hochzeit hochladen, ohne dass die Bildqualität flöten geht. Und deine Familie oder die Personen, der du den Ordner von der Hochzeit freigibst, kann sich bestimmte Bilder aussuchen, was ihr gefällt und runterladen. Ich zeige dir das erstmal mit meinem Samsung S8, wo ein Android-Betriebssystem drauf ist und dann auf meinem iPad mit iOS-System. Als erstes gehst du auf deinem Smartphone auf den Play Store. Du suchst die App Amazon Fotos. Dann installieren drücken. Das dauert einen Augenblick. Öffnen. Dann kommt eine Begrüßung. Sie sind über Ihr Amazon-Konto angemeldet. Wenn du das nicht bist, dann musst du dich mit deinen Amazon-Anmeldedaten noch anmelden auf der App und dann weiter drücken. Dann musst du zulassen, dass Amazon Foto Zugriff auf dein Konto hat, sonst funktioniert die App nicht. Ist ja auch logisch. Dann nochmal zulassen drücken, dann kommen noch ein paar Fenster, wo du verschiedene Einstellungen machen kannst. Fertig drücken. Dann kommt ein ganz wichtiges Fenster. Hier unter automatisch speichern kannst du mit diesem Regler festlegen, ob deine Fotos automatisch gespeichert werden. Wenn der Regler blau ist, werden alle Fotos hochgeladen von deinem Smartphone. Machst du den Regler aus, kommt unten noch eine Option Fotos hinzufügen hinzu. Hier aus der Galerie oder Fotos auswählen drücken. Du kannst jetzt oben suchen oder nach bestimmten Kriterien Fotos suchen. Du kannst aber auch Fotos nach Datum auswählen. Ich weiß, dass im April die Osterfotos sind und scrolle dann zum 4. April runter. Du kannst jetzt jedes Foto einzeln anklicken oder aber du klickst hier oben an, dann sind alle Fotos vom 4. April markiert. Du kannst aber dann noch welche rausnehmen, die du nicht drin haben willst und dann hochladen. Dann kannst du oben rechts mit den Punkten noch verschiedene Sachen erstellen, aber da gehe ich nicht einzeln drauf ein, das würde den Rahmen sprengen. Dann zum unteren Menü, was ich noch sagen will, die App ist sehr einfach aufgebaut, finde ich. Fotos, da sind halt alle Fotos drin. Familie, da kannst du Fotos mit bis zu 5 weiteren Leuten teilen. Das Auswählen der Fotos geht genauso wie schon gezeigt. Falls dir das zu wenige Personen sind, du kannst ja begrenzt teilen, dass du sagst, heute teile ich mit ABCDE und über 3 Tage FGHIJ. Dazu musst du auf
Einladen drücken und hier dann eine E-Mail der Person schicken, indem du die E-Mail-Adresse hier in diesem Feld eingibst. Alben, hier wie der Name schon sagt, findest du Alben und kannst neue Alben erstellen. Was ganz witzig ist, die App erstellt selber Alben, Leute, Orte und Personen. Dann unter Mehr, Ausblenden, Fotos und Videos. Hier kannst du Fotos ausblenden, die dann nur hier auf deinem Smartphone angezeigt werden und auf deinem iPad dann nicht, zum Beispiel. Fotos und Videos vom Gerät. Hier kannst du weitere Bilder hochladen, indem du länger auf ein Bild drückst und die Funktion Auswählen drückst. Weitere Bilder kannst du mit einem kurzen Tippen markieren. Dann drückst du das Symbol, wo der Pfeil in der Wolke nach oben zeigt und schon werden deine Bilder hochgeladen. Unter Einstellungen, ja, da kannst du verschiedene Einstellungen vornehmen. Hilfe und Feedback, da brauche ich auch nichts dazu zu sagen. So, und nun zeige ich dir das auf dem iPad. Da gehst du zu dem App Store und suchst die Amazon Foto App, lädst sie runter, installierst und öffnest sie dann. Danach musst du dich mit deinen Amazon Anmeldedaten anmelden. Und nun siehst du, dass die App ganz genauso, bis auf ein paar Kleinigkeiten, genauso aufgebaut ist wie beim Android. Ja, auf dem Pluszeichen kannst du Fotos hinzufügen. Wenn du jetzt hier auf Album hinzufügen drückst, dann kannst du von deinem iPad in den Ordner Test, den wir mit dem Smartphone erstellt haben, Bilder hinzufügen. Das bin ich zur Info. Ja, und dann kannst du, indem du lange drauf tippst, die Auswahlfunktion aktivieren und dann mehrere Bilder auswählen. Du kannst aber auch oben auf den Haken drücken und gleich alle Bilder von dem Tag markieren. Dann hier zu den jeweiligen zum Familienalbum hinzufügen, zu Favoriten hinzufügen, zum Album hinzufügen drücken. Auf den 3 Punkten rechts kannst du herunterladen, Datum bearbeiten, Fotos ausblenden oder aus dem Familienalbum entfernen. Da kann man auch Fotos hochladen und wenn man alles löschen will, klickt jeweils oben auf den Haken und dann auf den Mülleimer. Fertig. Falls du Fragen hast, schreib sie mir bitte in den Kommentar. Ich antworte dir gerne darauf bzw. mache dann ein Video dazu. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Genauso freue ich mich auf einen Kommentar unterhalb des Videos sowie einen Daumen von dir nach oben. Pass auf dich auf, bleib vor allem gesund. Tschüss, Ade und ciao, ciao.